Worauf kommt es an bei der Leasingrückgabe? Darüber sprechen wir heute mit einem Kfz-Gutachter. Hey David, danke, dass du da bist. David ist Kfz-Gutachter vom Beruf und wird uns heute mal anhand dieses Audi RS3 erzählen, was so die Fallstricke bei einer Leasingrückgabe sind, worauf man achten kann und wie man im Idealen vorgeht. So, ne? Wir wissen alle, ich fahre einen RS3, läuft gut bei uns. Jetzt muss das Ding zurück zum Leasing. Was würdest du mir empfehlen? Worauf sollte ich achten? Ja, also kümmere dich rechtzeitig auf jeden Fall. Nicht zur Deadline, das heißt, wenn du die Rückgabe hast, nimm dir einfach vielleicht schon mal einen Monat vorher Zeit und guck dir dein Auto genau an oder geh zum Aufbereiter deines Vertrauens oder zum Lackierer, wie auch immer. Auf jeden Fall nimm dir rechtzeitig Zeit und gucke, dass das Auto in einem Top-Zustand zurückgeht. Ja. Gutes Stichwort, Lackierer, Aufbereiter, werden wir nachher noch mal drüber sprechen, worauf man besonders achten sollte. Macht es denn Sinn, vorher irgendwie zu einem Gutachter zu gehen oder zum Autohaus, um sich mal eine Ersteinschätzung einzuholen, oder weckt man damit eher schlafende Hunde? Ja, also nee, weckt man nicht. Also ich würde auf jeden Fall, Gutachter, weiß ich nicht, ob das der richtige Mann in dem Fall ist. Klar kann er ihm darauf hinweisen, kostet aber mehr als vielleicht ein Aufbereiter oder weiß ich was, der kann ihm sofort helfen oder der Lackierer halt in dem Falle. Das Beste ist halt wirklich, jemanden rübergucken zu lassen oder schauen zu lassen, der von der Materie Ahnung hat. Der weiß, wo er hinschauen muss und dann ist einem einmal schon mal geholfen. Ja? Vielleicht vorweg, hattest du schon mal eine schlechte Erfahrung bei der Leasingrückgabe, wo du dich so geärgert hast, wo du sagst, scheiße, blöd gelaufen? Nee, ich hatte eigentlich immer Glück, weil ich den richtigen Weg gelaufen bin. Das heißt, ich habe mir irgendjemanden gesucht, der mir das Auto vorher so aufbereitet hat, dass es einfach passt. Ja, dass man dann hinfährt und ja, das Auto dann halt zurückgeht, ohne dass sie was monieren können. Ja. Was hältst du davon, sich einen Termin beim Rückgabe, also beim Autohaus geben zu lassen, dass die schon vorher einmal drüber gucken und sagen, was sie monieren würden? Genau, das würde ich vorschlagen. Das heißt, man sagt einfach vielleicht einen Monat bevor das Auto zurückgeht, ruft bei dem Autohaus an und sagt, Mensch Jungs, es ist bald soweit, ich muss das Auto zurückgeben. Habt ihr einfach vielleicht Zeit, euch das Auto mal anzuschauen? So, dann wird das Autohaus sagen, klar, na logisch, machen wir. Und wird einen dann sofort auf die Mängel, die sie sehen, darauf hinweisen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Steinschläge sind oder irgendeine Beschädigung oder wie auch immer, werden sie darüber dann dir Papier ausdrucken und sagen, Mensch, diese Summe würden wir haben wollen von dir, wenn wir das Auto zurücknehmen und du daran nichts mehr machst. So. Jeder hat aber die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das Auto ja noch mal mit, ich habe ja noch einen Monat Zeit, ich kümmere mich selbst und das Stichwort dabei ist, man kann alles entfernen lassen, sollte aber sach- und fachgerecht sein. Also das heißt, wenn man was lackieren lässt oder, sollte immer schon von Fachfirmen gemacht werden und am besten mit Rechnung. Das heißt, wenn denn doch da irgendwelche Streitigkeiten entstehen, dann kann man sagen, okay, ich habe hier eine Rechnung, das ist von einer Fachfirma, braucht man sich keine Sorgen machen. Und dann kann das Autohaus auch nichts mehr machen. Also das ist dann wirklich keine andere Arbeit, die sie auch selber abliefern würden und dann geht das auch zurück. Bloß zu ganz anderen Kosten natürlich. Ja. Ne? In einem Autohaus arbeitet mit ganz anderen Stundenverrechnungssätzen als vielleicht der Aufbereiter oder der Lackierer, den man im Zweifel irgendwo über bekannte Schaften kennt. Ja? Ja. Stichwort Aufbereiter, wie ist es denn? Stellt der Leasinggeber einem so typische Aufbereitermängel in Rechnung, also dass man jetzt sag ich mal wegpolieren kann, oder geht es erst darüber hinaus los? Nee, erst darüber hinaus. Also man hat immer, das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, hat halt immer, es gibt eine Broschüre meistens, wo drin steht, was ist eine Gebrauchsspur, was ist ein Mangel, also was müsste ausgebessert werden. Ja? Also jetzt kleine Steinschläge oder sowas, darüber wird nicht gesprochen. Aber klar, hat man jetzt einen Parkrempler oder eine Beschädigung irgendwo oder einen Steinschlag oder sowas, dann sind das Sachen, die auf jeden Fall ins Gewicht fallen. Ja? Ja, okay. Wir gehen gleich mal rum, gucken uns mal so ein paar Schäden an. Gerne. Vielleicht starten wir einfach mal hier vorne und dann gucken wir mal, was das Auto so hergibt. Der Klassiker, wir haben Steinschläge, nicht so viele, aber ein paar. Kannst du die mal einordnen? Wie schlimm sind die? Ja, das ist auf jeden Fall ganz normaler Gebrauch. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man jetzt behandeln. Also da wird das Autohaus auch nichts sagen. Das ist ganz normal. Ja, nichts Besonderes. Gibt es da so einen allgemeinen Maßstab, wo du sagst, ab der Größe sollte man mal gucken? So Stecknadelkopf oder so? Nee, auch da wieder, jeder Hersteller ist da unterschiedlich unterwegs und hat da, wie gesagt, so eine Broschüren, die sie meistens mit ausgeben oder man erfragt halt bei Übernahme. Das macht jeder so oder so. Also viele sagen, okay, das ist nun mal so, ein Auto fährt auf der Autobahn, wird bewegt.
passiert. Aber klar, wenn es vorne gesandstrahlt ist und wirklich große Einschläge hat, dann kann schon mal sein. Also eher so Abplatzung oder sowas ist ein Thema. Da sagen sie dann, alles klar, muss lackiert werden im Ganzen. Aber das ist hier nicht der Rede wert. Wir waren gerade bei den Steinschlägen. Die Scheinwerfer kriegen ja, wie man auch hier sieht, auch häufig was ab. Wie ist es da? Muss man die tauschen? Kommt drauf an. Also auch hier sind nicht viele drauf. Sollte man allerdings einen größeren haben, ja? Wissen viele nicht, aber kann man über die Versicherung abrechnen. Über Steinschlag, genauso wie bei der Scheibe. Ach, krass. Ist auch Glasbruch. Sollte man also einen größeren haben, dann ruft man seine Versicherung an und kann dann zum Händler fahren und sich den Scheinwerfer über die Versicherung über die Teilkasko reparieren lassen, beziehungsweise wird der dann im Ganzen ausgetauscht. Gut zu wissen. Jo. Gehen wir mal rum. Ja. Okay, wir sind jetzt hier vom Scheinwerfer zur Felge gewandert. Es ist jetzt hier nichts, aber der Klassiker am Bordsteinschaden. Gibt es da irgendeine Toleranz, dass man sagt, bis zu einer gewissen Größe ist okay? Nee, also da ist sofort immer, dadurch, dass die Felgen immer teurer werden und geht der Hersteller oder der Händler da sofort ran und sagt, alles klar, müssen wir im Ganzen erneuern. Sollte man sich also auch zu Zeiten darum kümmern, dass man die Felgen wieder in Ordnung bekommt. Ja. Also gibt es ja viele Fachfirmen, die sich da der Sache schon angetan haben. Und entweder man geht zum Lackierer oder zum Felgendoc oder wie auch immer. Ja. Auch eine spannende Frage. Jetzt erzählen immer wieder Leute, Bearbeitung von Felgen, außer das reine Lackieren ist nicht zulässig. Wie stehst du dazu? Ja, ist im Grunde genommen auch so. Also alles, was mit Instandsetzung an der Felge zu tun hat, ist komplett verboten. Also außer man lackiert jetzt hier mal irgendwas. Aber der Abtrag vom Material oder Auftragen oder wie auch immer ist verboten. Ja, das ist so. Aber dann nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn es Gute macht, das sieht keiner, ist die Idee. Ja, also man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Ja? Also wenn es jetzt ein kleiner Kratzer ist, okay, dann funktioniert es mit Sicherheit. Aber wenn da jetzt ein großes Stück rausgerissen ist und da der Aluschweißer ankommt und sagt, okay, ich repariere das mal wieder, dann würde ich da wirklich doll von abraten. Also das ist man nicht gut beraten. Muss man auch immer sagen, kann mir ja noch mal kurz erzählen. Wir hatten ja auch ein Video zum Thema Felgen drehen, das kennst du ja bestimmt auch. Und da wurde uns signalisiert, dass teilweise Autohersteller schon einlenken und sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Also es ist auf jeden Fall Bewegung drin, aber Stand heute, das war auch wichtig, nochmal festzuhalten, ist es nicht erlaubt. Aber auch hier wieder, wie bei Scheinwerfern, sagen wir auch immer wieder, wenn man es nicht sieht, sieht man es halt nicht. Und wenn es fachgerecht gemacht ist, ne, muss jeder für sich selber wissen. Aber klar, Felgen, so eine Felge ist jetzt bei einem, sagen wir mal, bei einem RS-Modell, wie du jetzt hast, bei die Originale glanzgedreht, kostet auch ein paar Euro, die zu ersetzen. Deswegen lohnt es sich da oft da mal zu überlegen. Richtig, macht, ne? Genau. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter. Du hast ja hier schon so einen schönen Schaden, über den müssen wir auf jeden Fall mal sprechen. Genau, David, den Schaden hattest du mir ja vorhin schon gezeigt. Den hast du natürlich sofort gesehen, geschultes Auge. Erzähl doch mal was dazu. Sieht ja auch aus irgendwie wie ein Steinschlag. Ja, das sieht nach nichts aus, aber wird halt wirklich so sein, wenn es jetzt eine Leasingrücknahme ist, dann wird derjenige, der sich das Auto anguckt, den auch sehen, weil das sind meistens auch Sachverständige oder einfach Leute, die das jeden Tag machen und da schon einen Plan von haben. Das heißt, das wird da ankringeln und sagen, jo, dann müssen wir die ganze Tür mal lackieren. Und da sprechen wir dann sofort über 1.000 Euro. Und das schmerzt. Ja? Also auch da sollte man sich Gedanken machen, dass man vielleicht beim Aufbereiter das Ding antupft und gut aufpoliert, sodass es halt einfach wirklich untergeht. Und man pokert dann damit und sagt, okay, vielleicht fällt es keinem auf. Oder man sagt, okay, ich fahre sofort zum Lackierer und lasse das lackieren und fahre dann erst zum Autohaus und gebe ab. Ja, na klar, wenn Sie das gesehen haben, haben Sie es in Ihren Unterlagen und dann gucken Sie da natürlich genau Richtig, hin. genau. Also alles, das ist halt, das muss man halt auch wissen. Wenn ich den Weg gehe und sage, ich lasse Sie vorher schauen, dann haben Sie natürlich alles auf Ihrem Zettel und werden das auch systematisch wieder ablaufen und gucken, ist das behoben und wie ist das behoben. Ja? Darum sach- und fachgerecht ist ganz wichtig und dass es ordentlich gemacht ist. Also, und dann braucht man sich auch keine Sorgen machen. Ja? Dann geht das in aller Regel schmerzlos über die Bühne. Ich hatte es jetzt bei einem Auto von mir auch. Ich hatte kurz vor einer Inspektion einen Schaden an der Tür. Ja. Der war so tief, dass, wenn man sach- und fachgerecht instand setzt, die Tür tauschen müsste. Jetzt ging das so schnell nicht. Da war meine Idee, sollte ich das vielleicht jetzt erstmal irgendwie beseitigen lassen vor der Inspektion? Wird sich sowas aufgeschrieben oder meinst du, das schnallt keiner? Ja. Also wenn das Auto zum Service geht, das heißt, sei es nur der Reifenwechsel von Winter- auf Sommerräder oder andersrum,
gehen die Leute immer einmal rum. Das heißt, die sind angehalten, das alles zu dokumentieren, so dass der Hersteller weiß, was ist mit dem Auto gewesen. Das heißt, ja, ganz also klar, machen lassen sozusagen. vorher vielleicht machen lassen und dann fällt es auch keinem auf. Also keiner wird jetzt da groß irgendwelche Schrauben kontrollieren und sagen, Mensch, kann sein, dass die Tür mal ausgetauscht wurde oder wie auch immer. Und wenn sie ausgetauscht wurde, dann ist das auch schwer festzustellen. Klar, man hat Unterschiede von der Lackstärke, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Genau, weil wenn man die Tür tauscht und lackiert, ist es ja eine sachgerechte Reparatur, da kann man ja nichts sagen, oder? Da kann man nichts sagen, das würde in dem Haus ja selber nicht anders ablaufen. Ja. Also die wenigsten Betriebe haben eine eigene Lackiererei, sondern die sourcen das auch aus, bringen das zu irgendeinem freien Lackierer. Das Einzige, was sie bringen, ist das Ersatzteil und das würde man ja im Zweifel nicht anders machen. Das heißt, man geht zu seinem Teilemensch und holt sich dann in dem Fall eine Tür und gibt die dem Lackierer und der lackiert die und dann wird die irgendwo montiert und dann ist die Sache behoben. Aber wie gesagt, zu anderen Konditionen, als wie es jetzt beim Autohaus wäre. Ne? Ja. Das war's jetzt mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil geht es super interessant weiter. Es geht noch um die Themen Steinschläge, zerkratzte Scheiben, ob das die Versicherung zahlt, zum Thema Folierung und Tuning. Ganz am Ende bewertet David auch noch unsere Methode bei der Leasingaufbereitung und sagt, ob er die für sinnvoll hält. Schalte also das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin, hau rein.